Arda Güler und die Türkei gewinnen 1:0 gegen Kosovo. Das zweite Spiel, der zweite Sieg. Ja, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Also es war jetzt auch nicht unbedingt, finde ich, ein überragendes Spiel. Ich werde mal die Statistik einblenden. Ja, klar. 58% Ballbesitz. Also es war natürlich schon vorauszuschauen. Aber Kosovo ist jetzt im Endeffekt keine schwache Mannschaft. Das konnte man auch ganz gut zum Schluss sehen. Also da war Kosovo schon sehr nice am Ball, würde ich mal behaupten. Und haben natürlich versucht, das 1:1 zu machen. Gesamtschüsse 12:11. 12:11. Also das ist wirklich, wie ich schon eben gesagt habe, es war jetzt kein leichtes Spiel für die Türkei. Torschüsse 2:2. Also ja, es war auch nicht so ein spektakuläres Spiel, aber es war gut Action drin. Also es hat trotzdem Spaß gemacht. Manche Stellen war es dann jetzt auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Großchancen hatte jeder 1 und vergebene Großchancen hatte Kosovo 1 und die Türkei 0. Ja, zielgenaue Pässe 423-266. Da ist die Türkei natürlich auch voran. Also sie haben schon den Ball laufen lassen, gut abgespielt und so weiter und so fort. Ja. Und ja, die Spieler, das werde ich jetzt auch einmal kurz einblenden. Also wie gesagt, die Türkei war natürlich schon im Schnitt ein Tick besser. Hier wird sie mit 7,5 bewertet zu 6,4 Kosovo. Aber ich bin der Meinung, Kosovo musste oder kann, sag ich mal, erhobenen Hauptes vom Platz gehen, auch wenn sie verloren haben. Aber für die Türkei ist das natürlich sehr nice, vor allen Dingen auswärts. Und dementsprechend, ja, sehr gut bewertet. Schaut euch das mal an. Auch der Torwart, ne, ganz klar. Ich kann die Namen jetzt, sorry, seht mir das bitte nach. Ich kann die Namen jetzt nicht alle so gut aussprechen oder ich lasse es am besten. Zum Schluss noch eine richtig gute Parade. Und im Endeffekt haben alle sehr, sehr gut gespielt. Ja, und Arda Güler 7,3 hat jetzt nicht von den anderen die besten Bewertungen, ehrlich gesagt, mit sogar einer der schwächsten Bewertungen. Ich fand aber, dass Arda Güler trotzdem ja, wie man ist, für ihn war es jetzt vielleicht kein so gutes Spiel, aber er war trotzdem, wie man ihn kennt, da. Er war im Endeffekt, ja, soll man sagen, stabiles Spiel und aber ziemlich unauffällig, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ne? Wenn man sich das Hauptbild von Arda Güler anguckt, war natürlich überall und nirgendwo. Das ist natürlich für ihn nice. Für manche Trainer finden die das vielleicht nicht so gut, dass er überall ist, aber irgendwie für ihn, sag ich mal, ist das schon nicht so verkehrt. Allerdings hat er keine Torvorlagen, natürlich auch kein Tor. Ich erwarte ja immer, dass er, um natürlich ganz nach oben zu kommen, muss er einfach Tore ausschießen. Ich hoffe, das ist keine, oder vielleicht ist das eine Mini-Kritik, auch bei Real. Er muss irgendwann mal anfangen, Tore zu schießen. Vielleicht auch sich mehr trauen, raufzuballern. Das ist einfach, finde ich, einfach sehr gut. Aber zielgenaue Pässe waren 94%. Also was will man da eigentlich sagen? Nichts. Das ist nicht zu meckern. Herausgespielte Chancen 3, blockierte Schüsse 1. Also, wie man ihn kennt, er war, sag ich mal, dabei und gut. Und er ist eben trotzdem eine Führungsperson. Und ja, so sieht es dementsprechend aus. MVP, glaube ich, wurde mit 8,4 bewertet. Wurde er jetzt auch Kükschu, wenn das richtig, bestimmt falsch ausgesprochen, sorry Leute. Der wurde MVP, glaube ich, ja. Also im Endeffekt trotzdem insgesamt eine gute Leistung, 1:0 gewonnen. Das ist ja wichtig und Arda Güler muss zur WM, würde ich mal sagen. Ne? Und man sollte natürlich nicht, was weiß ich, was denn denken oder dass die Türkei Weltmeister wird oder whatever. Auf jeden Fall, ja, sie sind auf einem guten Weg. Sie stehen auch schon gegen Rumänien den Sieg. Und das war natürlich ein ganz anderes Spiel meines Erachtens. Da war die Türkei auch besser und da war auch Arda Güler noch besser. Aber nochmal, obwohl, klar, in der Türkei darfst du nicht so viel rumeiern, du musst dann auch Leistung bringen, weil sonst sieht das irgendwann auch, sag ich mal, nicht so gut aus bei den Fans. Das wissen wir, da sind sie ziemlich hart. Und wie gesagt, eine kleine Kritikpunkt an Arda jetzt mal, wenn wir jetzt nur Arda nehmen, weil das ist eben der Mann, der spielt bei Real Madrid, er muss Tore schießen. So, das ist eine kleine Kritik. Ich hoffe, ihr versteht das auch, weil ihr werdet wahrscheinlich, bis jetzt sind wir uns ja immer einig, wenn es um Arda geht, er muss auch mal treffen. Das wäre für ihn viel nicer, viel besser und vor allen Dingen hilft ihm das viel mehr und vor allen Dingen auch sein Marktwert hochzuschreiben. Er muss treffen. Ballführung, geile Pässe, hinten mitarbeiten. Das ist alles super, aber das
wenn er jetzt noch die Torabschlüsse hat, plus Tore, das wäre schon, dann wäre es wirklich perfekt. Aber viele haben auch von euch geschrieben, dass er erst bei 50% ist, 60. Das denke ich tatsächlich manchmal auch. Aber dann frage ich mich, was passiert, wenn er wirklich auf 100% ist. Aber auf 100% muss man immer spielen. Man muss konstant immer spielen. Man muss durchspielen. Und dementsprechend gucken wir mal. Aber ist egal. Es geht um den Sieg. Türkei hat gewonnen gegen Kosovo 1-0. Ich hätte erwartet, dass da, sag ich mal, so ein 3-0 kommt. Aber Kosovo hat sich gut verkauft und gut mitgespielt. So, also könnt ihr mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Das ist ein Real Madrid-Kanal. Aber ihr wisst ja, dass ich die Türkei und ein bisschen die Freundschaftsspiele, die EM, die WM und alles, was so kommt, mitnehmen natürlich. Vor allen Dingen auch von der Türkei, weil ich eben viele Follower habe aus der Türkei. Grüße gehen in die Türkei, auch wenn es jetzt spät ist. Aber ihr könnt es auch morgen sehen und so weiter und so fort. Wenn ihr mich noch nicht gefolgt habt, was ist das für ein Deutsch? Ne? Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann macht es jetzt. Und dann Hala Madrid und Glückwunsch an die Türkei und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.